Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und mit uns ein bisschen Deutsch lernst. Hallo, auch von meiner Seite. Ja, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und wir haben heute ein Thema, das wirklich jeder braucht, oder? Freizeit und Hobbys. Genau, das Thema für heute ist Grundwortschatz, Freizeit und Hobbys. Das ist ja super wichtig, wenn du gerade Deutsch lernst und dich einfach mal unterhalten willst, was du so machst, was dir Spaß macht. Absolut. Und diese Einheit hier, die haben wir speziell für dich gemacht, wenn du Deutsch so auf dem Niveau A2 lernst. Wir schauen uns heute zusammen 15 wichtige Wörter aus dem Bereich an. Und unser Plan ist eigentlich ganz einfach. Wir helfen dir heute, diese 15 Wörter gut zu verstehen, klar, aber eben auch gleich anzuwenden. Ja, damit du dich sicherer fühlst, wenn du erzählst, was du so in deiner Freizeit machst. Genau. Dafür erklären wir jedes Wort, sagen dir, was es auf Englisch heißt, und bei Verben kommt auch die Vergangenheitsform dazu. Das Perfekt. Und natürlich gibt's einfache deutsche Beispiele, damit du siehst, wie es geht. Stimmt. Und ganz zum Schluss haben wir noch eine kleine Geschichte für dich vorbereitet. Da kommen dann alle Wörter nochmal drin vor. Klingt gut, oder? Finde ich auch. Dann lass uns direkt loslegen. Fangen wir mal an mit einer Tätigkeit, die, glaube ich, fast jeder mag. Spielen. Spielen, klar. Auf Englisch ist das to play. Und das ist zum Glück ein regelmäßiges Verb, also ganz einfach in der Vergangenheit. Die Perfektform ist, hat gespielt. Also, Kinder spielen ja gerne, aber man kann ja auch fragen, was hast du gestern gespielt? Genau. Vielleicht Fußball oder ein Computerspiel. Ja, oder Karten. Man kann ja so vieles spielen. Instrumente, Sport, Brettspiele. Echt ein Basiswort. Stimmt, sehr vielseitig. Hm? Und wenn man mal nicht spielt, sondern es vielleicht ein bisschen ruhiger mag, was könnte man dann machen? Vielleicht lesen? Ja, lesen. Passt gut. Auf Englisch? To read? Okay. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich unregelmäßig. Es verändert sich ein bisschen. Ah, okay. Wie ist da die Perfektform? Die ist? Hat gelesen. Nicht gelest oder so. Hat gelesen. Verstehe. Also, ich könnte sagen, ich lese gern am Abend. Oder fragen, hast du das Buch schon gelesen? Genau. Das passt super. Lesen braucht man ja ständig, nicht nur als Hobby. Zeitung, Schilder, Na, stimmt. E-Mails, überall. Und wenn du schon sagst Buch, das ist doch direkt unser nächstes Wort, oder? Das Buch. Perfekte Überleitung. Ja, das Buch. Auf Englisch Book. Und ganz wichtig hier der Artikel, ne? Richtig. Es ist das Buch, Neutrum sächlich. Immer das. Also zum Beispiel, dieses Buch ist neu. Oder ich brauche ein Buch für den Urlaub. Genau. Das Buch. Ein Klassiker für die Freizeit. Abschalten, in eine andere Welt eintauchen. Ja, herrlich, aber man kann ja nicht nur lesen. Man kann ja auch selbst was machen. Mit Stift und Papier oder am Computer schreiben. Schreiben. Englisch. To write. Ist das auch unregelmäßig? Ja, ist es auch. Die Perfektform lautet, hat geschrieben. Okay, hat geschrieben. Also zum Beispiel, ich schreibe eine Postkarte oder wenn was an der Tafel steht. Wer hat das geschrieben? Stimmt. Schreiben lernt man ja in der Schule, klar. Aber für manche ist es eben auch ein Hobby. Tagebuch schreiben, vielleicht Geschichten oder Gedichte. Okay, wir haben jetzt Spielen, Lesen, Schreiben. Was gibt's noch für Hobbys? Vielleicht was mit Musik? Mit der eigenen Stimme? Singen? Ah ja, singen. Schönes Wort. Englisch to sing. Und perfekt. Okay? Wahrscheinlich auch unregelmäßig. Du ahnst es. Ja. Die Perfektform ist, hat gesungen. Hat gesungen. Okay, man kann sagen, er singt gut oder wir haben auf der Party zusammen gesungen. Genau. Singen macht ja auch vielen Spaß, selbst wenn man denkt, man kann es nicht so gut. Haha, ja. Vielleicht unter der Dusche. Zum Beispiel. Da hört's ja keiner. Stimmt. Und wenn man lieber anderen beim Singen zuhört, also Profis, wohin geht man da oft? Da bietet sich unser nächstes Wort an. Das Konzert. Richtig. Das Konzert. Auf Englisch Concert. Und hier ist der Artikel wieder das. Das Konzert. Also man könnte fragen, gehen wir heute Abend ins Konzert? Oder man erzählt danach, das Konzert gestern war toll. Ja, Konzerte sind super. Live-Musik, die Atmosphäre. Egal ob Rock, Pop oder Klassik. Und was hört man im Konzert? Klar, die Musik. Natürlich die Musik.
Englisch Music. Und Achtung, jetzt ist der Artikel die, feminin. Die Musik. Okay, also, ich höre gern Musik. Oder die typische Frage, welche Musik magst du? Genau, Musik ist ja für viele total wichtig. Beim Entspannen, beim Sport, bei der Arbeit spielt oft eine große Rolle in der Freizeit. Und wenn die Musik so richtig gut ist, was will man dann oft machen? Sich bewegen. Ah, ja klar, man will tanzen. Genau. Tanzen. Auf Englisch to dance. Das ist zum Glück wieder regelmäßig. Ah, sehr gut. Perfektform ist einfach, hat getanzt. Hat getanzt. Okay. Sie tanzen gern Walzer. Oder wir haben die ganze Nacht getanzt. Ja, super Beispiele. Tanzen ist ja auch oft was Soziales. Im Club, auf Feiern, im Tanzkurs. Stimmt? Okay, jetzt haben wir schon viele Aktivitäten. Spielen, lesen, schreiben, singen, tanzen. Und Orte wie das Konzert. Aber ein wichtiger Ort fehlt noch. Für Filmfans. Meinst du das Kino? Genau, das Kino. Passt. Englisch Cinema oder Movie Theater. Und wie du schon sagst, das Kino. Artikel das. Also, man kann sich verabreden. Gehen wir am Samstag ins Kino? Oder man sagt, der Film im Kino war super. Ja, mit Freunden, Popcorn, große Leinwand. Das ist für viele ein echtes Freizeithighlight. Absolut. So, jetzt haben wir Orte, Aktivitäten, Dinge wie Buch und Musik. Aber wie war's denn nun? Wie war der Film? Wie war das Konzert? Dafür brauchen wir jetzt, Adjektive. Genau, beschreibende Wörter. Fangen wir mal mit einem sehr nützlichen an. Spannend. Ah, spannend. Ja. Englisch exciting oder thrilling. Das beschreibt, wie etwas ist. Also zum Beispiel, der Krimi im Kino war sehr spannend. Perfekt. Oder ich finde Geschichte spannend, wenn dich etwas fesselt, aufregt. Ja, das ist ein gutes Wort für Filme, Bücher, auch Nachrichten manchmal. Stimmt. Wichtig, um Interesse zu zeigen. Manchmal ist etwas aber nicht nur spannend, sondern es bringt uns zum Lachen. Dann ist es, Lustig. genau, lustig. Funny. Englisch funny. Auch ein ganz wichtiges Adjektiv. Zum Beispiel, der Clown ist lustig. Oder wir haben einen lustigen Film gesehen. Ja, wenn man lachen muss, Komödien, Witze, komische Situationen, da passt lustig. Okay. Und dann gibt es ja noch Dinge, die sind vielleicht nicht direkt spannend oder lustig, aber sie fesseln uns trotzdem. Weil wir was lernen oder weil sie nachdenklich machen. Ah, du meinst interessant. Ja. Interessant. Englisch interesting. Das ist wirklich ein Alleskönner-Adjektiv, finde ich. Stimmt. Das passt oft. Das Museum war sehr interessant. Oder das ist eine interessante Frage. Zeigt einfach, dass etwas nicht langweilig ist. Genau. Ein interessantes Gespräch, ein interessantes Hobby. Mhm. Aber manchmal, gerade nach einer langen Woche, will man ja genau das Gegenteil. Nichts Aufregendes, nichts zum Lachen, nichts super Interessantes, sondern einfach nur ruhig. Ja, ruhig. Auf Englisch calm oder quiet. Das beschreibt so einen Zustand ohne viel Lärm, ohne Hektik. Genau. Am Sonntag mag ich es ruhig. Oder der Park ist ein ruhiger Ort. Ja, ein schönes Wort für Entspannung. Ein ruhiger Abend, ein ruhiger Spaziergang. Das braucht man auch mal. Auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Wenn man eben nicht ruhig sein will, sondern raus, was machen, sich bewegen, dann ist man... Dann ist man aktiv. Richtig. Aktiv. Englisch active. Das beschreibt halt, wenn jemand viel macht, viel unterwegs ist. Also nicht nur rumsitzt. Mein Bruder ist sehr aktiv. Er macht viel Sport. Ja, oder wir hatten ein aktives Wochenende. Mit Wandern oder so. Genau. Wer aktiv ist, der macht was. Sport, Reisen, Freunde treffen. Hauptsache in Bewegung. Stimmt. Und wenn man aktiv ist, zusammen mit anderen, was macht man dann oft gemeinsam zum Spaß? Vielleicht Ein Spiel. Genau, das Spiel. Da schließt sich der Kreis zum Anfang, zum Verb spielen. Ja, das Spiel, Englisch Game. Das ist jetzt das Nomen, also das Ding, das man spielt. Und wieder mit das. Das Spiel. Okay, wir spielen ein Spiel oder dieses Computerspiel ist neu. Ganz genau. Spielen ist das Verb, die Aktion. Und das Spiel ist das Nomen dazu. Wichtig. Fantastisch. Das waren sie auch schon, unsere 15 Wörter. Ich zähle noch mal schnell durch. Spielen, lesen, das Buch, schreiben, singen, das Konzert, die Musik,
Tanzen, das Kino. Mhm. Dann die Adjektive. Spannend, lustig, interessant, ruhig, aktiv. Und zum Schluss das Spiel. Puh, geschafft. Gar nicht so wild, oder? Mit diesen Wörtern hast du jetzt echt schon eine gute Basis, um über deine Freizeit zu reden. Absolut. Und damit du siehst, wie das alles zusammenklingt, haben wir ja noch was versprochen? Stimmt, die kleine Geschichte. Hör mal gut zu, hier kommen jetzt alle Wörter vor. Genau. Also, unsere Freundin Anna, die hatte letztes Wochenende echt viel vor. Am Freitagabend, da war sie mit Freunden im Kino. Ah, schön. Was haben Sie geschaut? Eine Komödie. Und der Film war wohl richtig lustig. Sie meinte, alle haben viel gelacht. Okay, das klingt gut. Und Samstag? Am Samstag war Anna dann auf einem Konzert. Eine Band, die sie total mag. Und wie war's? Super. Die Musik war klasse, tolle Stimmung, viele Leute haben mitgesungen und natürlich auch ordentlich getanzt. Typisch Anna, oder? Sie ist ja gerne aktiv. Total. Sie liebt sowas, wenn viel los ist. Fand sie richtig klasse den Abend. Aber bestimmt auch anstrengend. Ja, deswegen wollte Anna es am Sonntag dann etwas, ruhiger angehen lassen. Verständlich. Hat erstmal ausgeschlafen, gemütlich gefrühstückt und dann hat sie sich aufs Sofa gekuschelt und ein Buch gelesen. Ah, was für eins? Ein Fantasy-Roman, die mag sie gern. Und sie fand die Geschichte total spannend, konnte es kaum weglegen. Klingt gut. War das alles am Sonntag? Nicht ganz. Am Nachmittag kamen noch ihre Cousins und sie haben zusammen ein neues Brettspiel gespielt. Ah, okay. Noch eine E-Mail an ihre Freundin im Ausland geschrieben und ihr vom Wochenende erzählt. Eine perfekte Mischung, meinte sie. Siehst du? Mit diesen 15 Wörtern kann Anna schon ziemlich gut erzählen, was sie gemacht hat und wie sie es fand. Genau. Von aktiv und lustig bis ruhig und interessant. Und das kannst du jetzt eben auch. Das waren also unsere 15 Wörter zum Thema Freizeit und Hobbys für heute. Wir hoffen, diese kleine gemeinsame Lernzeit hat dir was gebracht. Und vielleicht ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Teil. Das Üben. Absolut. Denn nur wenn du die Wörter benutzt, lernst du sie auch richtig gut. Deswegen haben wir eine Bitte an dich. Ja, genau. Schreibt bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Warst du vielleicht neulich im Kino oder auf einem Konzert? Hast du ein interessantes Buch gelesen? Oder ein lustiges Spiel gespielt? Erzähl mal. Wir sind echt neugierig. Und wenn dir diese Art zu lernen gefällt, wenn du mehr davon willst, Ja, dann bitte abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, also Like. Das hilft uns sehr und motiviert uns natürlich auch, weiterzumachen. das war's dann für heute von uns. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Deutschlernen. Und natürlich beim Ausprobieren der neuen Wörter. Mach's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Tschüss.